Ja, das Spannende ist, wir haben gerade einen Kunden, das sind so 6 Milliarden Unternehmen, der Projektleiter, das ist der Key Account, weltweit Key Account Verantwortliche, der hat gesagt, mit diesem Projekt erwartet er auch, dass diese sogenannte Einlernphase in ihr Geschäft, wenn neue Mitarbeiter kommen, dass die dann auch deutlich verkürzt wird. Ja? Weil heute muss der neue Mitarbeiter sich da und da und da und da und da irgendwo entsprechend Daten zusammensammeln. Wenn diese Firma dann auf ein CRM umgestellt hat, dann ist dieses Datensuchen nicht mehr da. Das ist, die Informationen sind sowieso schon besser aufbereitet, vorbereitet. Also er erwartet, dass diese Einarbeitungszeit sich locker um die Hälfte reduziert. Das ist, glaube ich, durchaus realistisch. Definitiv. Also bei uns, bei den Projekten, das gehen wir unseren Partner auch immer mit, ist es doch schön, wenn auch so eine Art Kundenbeziehungshandbuch entsteht. Also wie wichtig ist mir der Kunde? Was ist meine Aufgabe damit? Und das kannst du auch im Rahmen der Einführung, das sind ganz einfache Fragen, irgendwo mal runterschreiben. Da kommt ein neuer Mitgestaltender und dann sagt man, komm, schau mal da rein, da habe ich das. Und dann hast du noch entsprechende Einweisungen, wie das System nutzt. Am besten ist es noch sehr intuitiv. Ich meine, da hast du schon die Begeisterung am Anfang, dass du da irgendwo hingekommen bist, wo man sagt, Mensch, da bin ich auch als Arbeitnehmer, habe ich da auch einen Wert. Und darum geht es da, wenn wir über War of Talents, um dieses Passwort auch mal genannt zu haben, sprechen. Es geht darum, die besten Leute irgendwie zu gewinnen und zu halten. Und dazu muss ich auch sagen, wie kannst du deine Arbeit am besten machen? Wie kannst du deine Potenziale, im Sinne auch, dass du das bei deinen Kunden generieren kannst, bestmöglich auch entfalten? Übrigens auch ein Trend, den wir in der Applikation jetzt forciert in den Fokus rücken, ist das Thema Onboarding von neuen Anwendern in der Applikation. Also ich sag mal, die Zeiten von Handbuch sind nicht mehr ganz zeitgemäß, glaube ich. Und auch die neuen Mitarbeiter, die ins Unternehmen kommen, die lesen sich nicht mehr durch irgendwie einen Leitfaden unbedingt durch, sondern die wollen in der Applikation mitgenommen werden. Und da ist unser Entwicklungsteam dran, eben genau solche Onboarding-Prozesse, wo man dann auch solche Lessons-Learned-Effekte und das hast du toll gemacht und super, das hat geklappt, irgendwie in die Applikation mit einbindet, um die Begeisterung letztendlich für die Anwender zu schaffen. Weil ich sage immer so, ein CRM, der Erfolg eines CRM-Projekts, der wird nicht durch die Applikation gemacht, sondern primär durch die Menschen, die damit arbeiten und die Menschen, die das Projekt zum Erfolg führen. Weil die Funktionalitäten sind bei CAS, bei Cursor, bei anderen wahrscheinlich ähnlich. Aber wie gesagt, zum Schluss sind es die Menschen, die damit arbeiten und die muss man zu Fans machen, damit die gern damit arbeiten. Ja. Also ich vergleiche das gerade, mir kam dieser Punkt auf, ich muss demnächst mal wieder zum Friseur und ich weiß, dass fast jeder Friseur hat sein eigenes Werkzeug, also seine eigenen Scheren und wenn ich praktisch von Friseur, oder wenn ich meinen Job wechsle, nehme ich auch mein Werkzeug mit und das ist natürlich bei CRM-Software nicht möglich, sondern da ist es cool, wenn ich dann in eine neue Firma komme und sage, hey, da ist diese Onboarding-Phase, um diesen Begriff zu nennen, oder die Einlernphase, ist cool, weil die Software mich schon dabei unterstützt. Ich kriege auch gleich von Anfang an mit, wie die Prozesse laufen. Ich werde also quasi auch geführt. Und das ist natürlich auch eines meiner Lieblingsthemen, dass quasi CRM-Software dann super funktioniert. Andreas und Markus, ihr habt mir beide diese Vorlage gegeben, wenn Schulung und Training entsprechend begleitend dazu existieren. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und ihr habt ja beide gesagt, das ist mittlerweile dieses Handbuch vergessen wir jetzt mittlerweile locker und sagen, es ist irgendwie über Videos, über E-Learning etc. abgebildet und kann auch quasi im Homeoffice locker durchgeführt werden. Ja. Sehr schön.